Schönen guten Tag. Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einem sehr, ich würde sagen, speziellen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich befinde mich aktuell in der Nähe von Campillos in Spanien, denn dieses Wochenende findet das alljährliche Sodi World Series Weltfinale statt und ich bin mit dem gesamten PF Racing Team hier dieses Wochenende am Start. Wir haben heute Donnerstag und sind heute Morgen angekommen, beziehungsweise letzte Nacht, haben uns jetzt hier im Hotel eingefunden. Wir haben hier eine richtig schöne Gegend, im Nachbarort von Campillos sind wir untergekommen. Sieht wirklich richtig klasse aus hier. Es sind alle da. Christian ist da, Vika ist da, Niklas ist da, Hanjo ist da. Alle Eltern sind dabei, Laura ist mit dabei. Ich bin am Start und das Spezielle in diesem Video, ich selber werde nicht fahren. Ich werde in dem Video auf jeden Fall noch darauf eingehen, warum das der Fall ist, warum ich selber nicht fahren werde. Ich werde also in Anführungsstrichen nur die Rolle des Teammanagers einnehmen dieses Wochenende. Dementsprechend kann ich euch noch mehr neben die Strecke mitnehmen. Allerdings leider keine Onboards in diesem Video, sondern es geht wirklich nur um das Finale, wie wir uns organisieren, wer wann fährt, welche Strategie wir haben und wie ihr ja sicherlich wisst, haben wir die letzten beiden Ausgaben des Weltfinals gewonnen. 2023 in der Slowakei und 2024 in Genk. Dementsprechend ist natürlich unser Ziel hier ähnlich erfolgreich zu sein dieses Wochenende. Ich bin auf jeden Fall gespannt, vor allem weil ich ja diese neue Position dieses Wochenende einnehme, in Anführungsstrichen Position. Natürlich werden wir alles weiterhin gemeinsam machen, aber ich will jetzt noch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Seid gespannt, das Video wird auf jeden Fall richtig cool. Es wird auf jeden Fall eine Menge Einblicke hinter die Kulissen geben und freut euch drauf, bleibt dran und dann viel Spaß beim Video. Hier an dieser Stelle noch eine ganz kurze Ergänzung. Also wir treffen uns jetzt spontan mit unserem Team, also mit PF Racing, mit den Jungs zum Nachmittagssnack. Denn wir wollen noch mal einige Dinge vorab ansprechen, bevor es morgen früh dann losgeht. Und wir treffen uns da zusätzlich noch mit einem befreundeten Team. Matrax Racing aus Portugal. Die Jungs kennen wir aus Dubai. Wir haben eine Menge Spaß mit den Jungs. Und ja, die haben uns gefragt, ob die uns nicht Gesellschaft leisten können. Ich denke, dass es auch da um Absprachen geben wird, inwieweit wir gemeinsam agieren oder gemeinsam Entscheidungen treffen im Rennen, um uns gegenseitig zu unterstützen, was natürlich total cool ist, dass so ein erfahrenes und auch unfassbar schnelles Team uns fragt, ob wir nicht mit denen was machen wollen. Ich habe mich aber jetzt sofort auf den Weg gemacht, in unseren kleinen Opel Corsa reingeschwungen. Dann, ja, bin ich gespannt, was uns gleich erwartet und ja, wer alles dabei sein wird. Hola! Das ist deine Karte, du bist nämlich die letzte. Danke. Schön zu sehen. Alles klar? Das ist korrekt. Teammanager. Ja, super. Wird ausziehen. To you? Hey, Junge. Alles fit? Alles klar? Hello, man. Hey, good to see you. How are you doing? Hey, man. Good. Good to see you. Hey, how are you doing? Good to see you. I'm a bit sweaty, yeah? Sorry. It's okay, don't worry. In one session, I take a good car. Ruben is taking a medium car. Okay, not shit, not good, medium car. So we made the second fastest lap of the day. Sleep sim with him. When I go to the front and going alone, I just lost 110, and he lost 8, 9, 10. Can you like push him to the top times, or is it more that when you go behind you kind of slow down yourself? No, that's like I said. Going alone, we tried that. I just lost 110. You know, And when you push him, 25, 24.6. you can But really my car, push it. 4-6, the two cars. Yeah. Of course, if you take a good car and a good car, oh, of course, man, Yeah. that will be amazing. Yeah. You can really push the bad car to the top times. Also da werden auf jeden Fall jetzt gerade schon mal einige Faktoren besprochen, wie wir das morgen angehen können. Und wir wollen natürlich das Team TKR auch involvieren, mit denen wir heute Abend nochmal zum Essen sind. Weil die Jungs, die Portugiesen, am Montag im Training festgestellt haben, dass du 7, 8 Zehntel schneller bist, wenn du zusammenfährst. Selbst wenn du ein schlechtes Kart hast, eins der beiden Karts ist schlecht und eins der beiden ist richtig gut, dann sind beide gut. Also du kannst sogar mit einem guten Kart ein schlechtes Kart gut machen. Ich hoffe, das ist verständlich, das erklärt. Also ja, wir haben natürlich jetzt auch über ein paar Dinge gesprochen. Was ist, wenn? Wir können natürlich nicht ein Team opfern und dann sagen so,
ja, wir sind jetzt ein Team ist jetzt 10 Sekunden, 15 Sekunden vor und das wartet dann jetzt, weil dann sind die 15 Sekunden einfach verloren. Und deswegen, da müssen wir jetzt ein paar Dinge abstimmen. Aber grundsätzlich denke ich, dass eine Zusammenarbeit sehr, sehr positiv für beide Teams sein wird. Ne? Also ich höre mir noch weiter an und gebe meinen Input dazu und dann werde ich mir gleich noch. Use the blue flag. The yellow flag with stripes means that part of full track have changed their grip conditions. You should be aware that you can be slippery. Also wir sind jetzt zur Strecke gefahren. Erstmal herzlich willkommen zurück im Video. Hier sind mal ein paar Ausschnitte vom Fahrerbriefing. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das sehr arg enttäuschend war. Es war eine Videowiedergabe des Briefing. Und man konnte keine Fragen stellen, so bezüglich ein paar Themen, die man einfach hat. Und es wird einfach ein Video abgespielt so und dann war das Fahrerbriefing durch. Finde ich ein bisschen, ja, jetzt machen wir das mal. Jetzt sind wir mal hier in die Boxengasse gegangen. Das sind ja unsere Kollegas für heute. So, und hier stehen jetzt alle Go-Karts, die wir dann zählen müssen. So, jetzt werden wir wieder rausgeschmissen, weil die hier wohl arbeiten müssen, keine Ahnung. Ja, eigentlich hätte man mal kurz erklären müssen, so, da wird angezeigt, in welche Box du fahren musst, da wird getankt, da ist dann Fahrerwechsel. Wo kommst du raus? Wo darfst du stehen hier? Geht das an, dann guck mal, dann wahrscheinlich gehst du dann da rum, da musst du dich anmelden, siehst du, da ist das rote X. Und dann fährst du da rum. Ja, dann musst du dich da anmelden, da ist das mit den Transpondern. Dann fährst du hier rum und da dann wieder raus. Wo ist das Schirm? Ah, hier ist das Schirm. Wahrscheinlich musst du selber händisch stoppen. Ja, das wäre noch okay, wenn es für alle gleich ist, ne? The director of the race is inside the tent. Aber die verstehen das selber nicht so ganz, wer hier, wo man jetzt Fragen stellen kann und so. Also die Fahrer sind alle ein bisschen durcheinander jetzt, weil es ist nichts klar. Wir gucken uns das gleich einfach an im Training und dann sehen wir, dass das ist, ja? Ich habe nur gesagt, dass du nicht auf die Strecke anhalten darfst. Also jetzt gibt es wohl doch noch ein Team-Managers-Briefing. Bin gespannt, was sie da erzählen. Okay, das ging jetzt tatsächlich nur darum, dass ein Team hierbei ist, die sich fürs Finale qualifiziert haben, wo die Fahrer es aber nicht geschafft haben, hierher zu kommen, weil irgendwie wurden Flüge aus Italien gecancelt und die haben da gestreikt oder so. Deswegen musste das Team jetzt mit 2 anderen Fahrern aufgefüllt werden, die nicht dem Team angehörig sind. Und hier ist es ja so ganz strikt, dass du dann, ja, keine Ahnung, die Fahrer müssen dem Team zugehörig sein, sonst dürfen die nicht fahren. Und dann wurde jetzt quasi gesagt, dass das Team starten darf. Es fährt mit, aber es wird am Ende des Rennens disqualifiziert. Verstehe ich auch nicht, sollen es doch einfach mitwerten. Ob die jetzt, keine Ahnung, wenn die um Sieg mitfahren, dann fahren die um Sieg mit, weil die Jungs das dann gut machen. Also meine persönliche Meinung. Aber ja, die dürfen jetzt mitfahren, wenn am Ende des Rennens disqualifiziert. Das war jetzt Inhalt des Team-Manager-Briefings. Ja, muss jeder selber wissen. Also eigentlich wollte ich für euch heute dieses Gerät ein bisschen benutzen. Wie ihr seht. Aber der Wind ist zu krass. Ihr seht diese ganzen Flaggen hier. Ich bin gerade mal hochgeflogen. Leider geht's. Ich wollte euch coole Drohnenshots zeigen vom Start, wie Vika den Start fährt und so, das mal ein bisschen einzufangen. Aber meine Steuerung hier sagt mir einfach, dass es zu windig ist. Ich habe es gerade mal probiert und die Drohne steht wirklich einfach senkrecht in der Luft. Dementsprechend, ja, haben wir jetzt einfach Pech gehabt. Wir müssen es so machen. Ich denke, auch das Format hier mit der Kamera ist ganz cool. Dafür wird es dann für die Zukunft mal ein paar Drohnenshots geben. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen was einfangen, wenn es windstiller wird. Aber ja, wir machen es jetzt so und gleich melde ich mich dann, wie versprochen, vom Start wieder. Ich muss jetzt gerade ein bisschen umdisponieren mit dem Shooten, wann ich hier was drehen kann. Wir sind also jetzt mitten im Quali. Vika ist jetzt Start gefahren im Quali und wir arbeiten natürlich wie besprochen mit Matrax zusammen. Das funktioniert ganz gut, also wir sind jetzt gerade unter den Top 5 und machen das jetzt mal so weiter. Das funktioniert mit dem Funk auch bisher ganz gut. Ist natürlich etwas hektisch jetzt gerade. Ich stehe jetzt hier erstmal
und werden das Ganze jetzt mal so machen und gucken, wie weit wir kommen. Das Quali geht also 1,5 Stunden und der Modus ist so, dass jeder Fahrer fahren muss und von jedem Fahrer werden auch die besten Rundenzeiten gewertet. So, und wer im Schnitt die besten Rundenzeiten hat, also welches Team, startet von Pole. Vika, Box, Box, Box. Ja, okay, bleib dran. Wenn Gallardo fährt, fährst du auch. Box, Box, Box. Box, Box, Box. No Box? This lap. One more. Ja, fahr zu Ende. Diese Runde zu Ende fahren. They are 2 tenths down. Diese Runde zu Ende fahren. Das wird mein Job heute sein. Es ist so, ich werde nicht fahren. Ich mache den Teammanager heute. Und der Hintergrund war einfach, Christian und ich kennen die Strecke nicht. Das heißt, wenn einer nicht fährt von uns beiden, dann muss einer weniger die Strecke lernen. Was jetzt nicht das Problem wäre, weil die Strecke sieht für mich von außen nicht so schwierig aus. Aber so haben wir halt gesagt, machen wir das. Und wir haben jetzt mit mir die Person neben der Strecke, die immer gefehlt hat, den Teammanager, das ganze Rennen im Blick zu haben, zu schauen, welche Karts sind irgendwo, wo kann man tauschen, welche guten Karts sind gerade drin. Und so können wir das jetzt alles ein bisschen besser steuern. Wir haben das Ding jetzt zweimal gewonnen. Es ist nur ein 12-Stunden-Rennen, da haben wir gesagt, mit 3 Mann macht es einfach mehr Sinn, weil die Fahrer dann ein bisschen besser im Rhythmus sind. So, ist ein bisschen aufregend jetzt hier für mich auch, weil ich natürlich jetzt ganz andere Sachen im Auge haben muss, als nur das reine Fahren. Ich werde euch auf jeden Fall den Tag mit hier durch das Rennen begleiten, so gut ich kann. Ein paar Stimmen werden wir einfangen und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß weiterhin im Video und drückt uns die Daumen, dass das Ganze hier gut ausgeht, so wie wir uns das vorstellen. Jetzt schon mal ein kleines Update hier vom Quali. Also das Quali geht jetzt noch gute 19 Minuten. Und wir haben jetzt mal hochgerechnet. Im Schnitt müssten wir auf P1 sein, denn unsere Taktik war es halt, dass wir frühe Fahrerwechsel hintereinander machen, kurze Wechsel machen, damit jeder früh im Quali fährt. Das hat diverse Gründe. Könnt ihr ja mal überlegen, was die Gründe sein könnten. So haben wir halt ungefähr alle Fahrer die gleiche Rundenzeit erzielt. Dementsprechend ist unser Average natürlich auch ziemlich gut. Jetzt haben wir das zusammen zu Ende. Christian kriegt jetzt noch ein bisschen Tracktime, weil er die Strecke ja nicht kannte. Und dann ja, schauen wir gleich mal, ob die Pole wirklich Bestand hat. Auf jeden Fall werden wir irgendwo in den Top 5 starten. Das seht ihr dann gleich. Und so wie es aussieht, wird Vika den Start fahren. Und dann gehen wir mal in die 12 Stunden rein. Le Chef. Le Chef. Und ja, dann schauen wir mal, wie das gleich im Rennen startet. Jetzt kriegen wir das. Die Besonderheit ist, dass wir zum Rennen hin ein neues Kart bekommen. Also wir wissen nicht, mit welchem Kart wir den Start fahren. Das heißt, es wird einfach neu ausgelost. Das heißt also, es kann sein, dass wir von vorne starten und dann eine richtige Mistkarre bekommen. Hoffen wir nicht, aber das Risiko ist ja auf jeden Fall da. So für den Moment läuft also alles gut. Es ist natürlich wie immer ein bisschen hektisch gestartet, aber das haben wir jetzt gut gemanagt für den Moment. Drückt uns die Daumen und dann melde ich mich wieder, wenn es zum Start geht. Where's your team manager? Here he comes. Hello! The first job done, right? Yeah, I expected that we finished P2, so I think we miscalculated something, I don't know. You are defending champions. Is it harder than to first time take the win? I don't know, I mean it's 12 hours long way to go. We are obviously well prepared for the start and I know, it's a 12 hours and then we'll see. So we will see at the midnight. Absolutely, yeah. Thank you very much. Here comes the prizes for the win of qualifying for PF Racing, our last year's winners. Qualified on pole position for our 12 hours race. It's time for applause now. Hey Jungs, was ist los hier? Ja. Was ist los hier? Team One, Junge! So endet es. Nein, letztes war gleich. Ne? Das interessiert uns nicht. Nein, aber es ist ein guter Start. Wer fährt in den Start? Hallo, ich. Junge. Ja, wir haben uns eigentlich verrechnet. Wir dachten, dass wir P2 sind mit. Was haben wir? Wie viel haben wir? 8000. Wir haben eigentlich gerechnet, dass uns 7000 auf Pole fehlen. Jetzt gerade war Siegerehrung und dann ja, kommt man nach vorne hier PF Racing. Erste Kurve oder 3000 vorne. Wie viel? 1000. 1000 waren wir vorne. Ja, also bei 1000 haben wir dann doch die Pole geholt. Ich habe keine Ahnung, wie die das jetzt gerechnet haben, aber scheint gereicht zu haben für den Moment. Vika fährt dann jetzt gleich den Start und dann ja, schade, dass das mit der Drohne nicht klappt, aber so ist es jetzt für den Moment und dann gucken wir, wie wir durchs Rennen kommen. Also, weiter Daumen drücken. Jetzt noch 5 Minuten, bis es losgeht mit dem Start.
Und dann ja, schauen wir mal. Man kann den leider nicht so gut sehen. Wir stehen hier quasi in dieser kleinen Box als Teammanager für den Moment. Und ja, da müssen wir mal schauen, ob wir da überhaupt irgendwas sehen können. So. Ursprünglich hieß es ja, hier darf man nicht stehen. Deswegen werden wir das mal beobachten, wie viel man hier stehen darf und kann und ob das irgendwie eine Beeinträchtigung haben wird. Weil wenn man da drin steht, macht das schon Sinn, um bei Karts zu gucken, welche guten Karts in der Box sind und so. Aber ja. Also ein paar Minuten und dann zu Rennstart hier. So, das Rennen ist jetzt eine halbe Stunde vorbei. Du hast gesehen, Leute, die so auf P10, 12 stoppen, die kommen alle vor unserer Nase. Das heißt, wenn wir jetzt stoppen, kommen Nein, wir wir... stehen ja plus 5 Sekunden. Ja, wir kommen noch immer, kommen wir bei Schinkel oder so raus. Das ist ein Schauen sagen, ne? Ja, wir überlegen das mit denen. Guck mal, der Gang ist. Der ist gerade gestoppt. Ja, der war auf, weiß nicht, B12 oder so. Hier irgendwo in dieser Gruppe. Ja. Weißt du, wenn du in dieser Gruppe stoppst, kommst du in 2 Sekunden vor uns raus. Wir haben jetzt eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen, für, ich weiß nicht wofür. Warum auch immer, ich kann es euch nicht sagen. Aber ja, wir bleiben dran. Wir machen jetzt wahrscheinlich einen verfrühten Fahrerwechsel, um einfach aus diesem Pulk da vorne rauszukommen, weil wir uns die ganze Zeit boxen, die ersten 5, und jeder meint, er ist vorne am schnellsten und keiner bleibt cool. Dementsprechend werden wir da jetzt mal irgendwie taktisch versuchen, was zu holen. Also die ersten 1,5 Stunden sind jetzt rum. Wie ihr seht, sind wir irgendwo auf Platz 30. Das liegt aber daran, dass wir einen Stopp mehr als alle anderen hatten, weil das zweite Kart, was wir bekommen haben, nicht so toll war. Und wir haben dann einen kleinen Fehler in der Box gemacht. Wir sind 17 Sekunden zu lange gestanden. Weil ja, es gab ein kleines Kommunikationsproblem, denn wir mussten 5 Sekunden länger stehen wegen der Strafe, wofür ich nicht weiß, warum wir sie bekommen haben. Ich habe die Rennleitung gefragt, aber das habe ich, glaube ich, gar schon erzählt. Ja, es ist so, das nehmen wir hin, was sollen wir machen? Und ja, man steht halt in der Box und die Fahrer sehen mich nicht, weil da ein Zaun vor ist mit irgendeinem Vorhang. Und ich hatte meine Hand über den Zaun gehalten, um denen einfach nur anzuzeigen, wo die Karts stehen sollen, damit die rechtzeitig losfahren. Weil vor den Fahrern ist wiederum ein Monitor mit der aktuellen Boxenzeit. Und die haben mir die ganze Zeit auf meine Hand geguckt, dass die warten, bis ich die Hand schwenke, damit die losfahren können. Ja, und ich habe nur die Hand gehalten, nebenbei haben mich 20 Leute vollgequatscht und dann ja, haben die einfach gewartet und sind losgefahren. Dementsprechend haben wir 17 Sekunden verloren. Wir haben jetzt einen Gamble gemacht, haben einen frühen Boxenstopp gemacht, um vielleicht bessere Karts zu bekommen. Also nochmal zur Erinnerung, wir fahren die ganze Zeit mit Matrax zusammen. Das ist wirklich überragend gut. Die haben mit uns auch diese 5 Sekunden extra gestanden, was dann am Ende ja 17 Sekunden waren. Ich kann euch sagen, so von einer anderen Perspektive, nicht Fahrer zu sein und verantwortlich für das alles, ist wirklich mal eine ganz andere Nummer bei der Hitze hier. Jetzt gerade sieht es ganz gut aus. Ich gucke parallel auf die Strecke, die fahren da jetzt gerade rum. Die Gruppe da im Infield ist das und wir sind eine Zehntel auf 2 schneller als die hinter uns. Das ist das Team, mit dem wir um den Sieg kämpfen. Und wir können gerade so ein bisschen wegpullen. Nicht viel, aber minimal. Und ja, so ist es jetzt gerade. Wir bleiben dran und dann ja, gucken wir, ob wir diese 17 Sekunden irgendwie wiederholen können. Nicht cool. Zu viel ist passiert. Also eigentlich beim Start war es ganz okay, sehr viele Karts, dann haben wir eigentlich ein bisschen Streit gehabt so mit ein paar Karts. Aber gut, am Ende von den Turnen waren wir noch immer mit der ersten Gruppe. Dann haben wir erste Boxenstopp gemacht, haben wir aber 5 Sekunden Strafe bekommen, schon in den ersten Turn. Wieso wissen wir eigentlich nicht. Ja. Aber gut, erste Boxenstopp, dann ist das aber falsch gegangen, weil ja, wir mussten 5 Sekunden länger stehen, aber wir fahren dann ja zusammen mit so einem anderen Team und ich war hinter denen in der Box, aber da hat das nicht ganz verstanden. Da dachte, dass irgendwo einer an die Seite angezeigt hat, wenn wir fahren müssen. Aber gut, das war nicht so, also am Ende haben wir da, ich glaube 12 oder 17 Sekunden oder so. 12 zu lange gestehen, also das ist natürlich schade, aber gut, wir bleiben einfach pushen. Die letzten 2 Stunden haben wir schon etwas aufgeholt. Ja, ich glaube, wir haben in der letzten Stunde 6 Sekunden geholt. Ja, also wir sind jetzt noch
11 Sekunden zurück, Wechsel gleich. Ja, also wir sind noch immer voll mit im Kampf um den Sieg. Ja. Aber gut, wir brauchen natürlich, du musst doch etwas gut fahren. Wir bleiben dran. Ja, wir Geht fahren noch immer zusammen. 9,5 Stunden. Versuchen auf jeden Fall noch mal ein paar andere Leute vor die Kamera zu kriegen. Fragen hier mal hier, die hier. Wie ist das denn so hier, das Rennen? Macht dir das genauso viel Spaß wie uns auch? Heiß ist es. Und auch ein bisschen spannend? Ja, aber nee, noch nicht, erst später. Noch nicht so spannend. Erst auf die letzten paar Stunden, dann wird es immer richtig spannend. Vorher ist viel Sitzen und Aushalten. Und Weingummi essen. Was essen? Weingummi essen. Weingummi, da haben wir wieder eine ganze Menge von. Ich melde mich dann wieder bei der nächsten Rennstunde, beim nächsten Fahrerwechsel. Ich denke, das ist ein ganz guter Turnus, da haben wir immer ein bisschen was zu quatschen. Also bis gleich. Wir sind sau schnell jetzt. Ah, das ist noch eine wichtige Information, die der Christian gerade bringt. Wir sind sauschnell. Sau schnell jetzt. Der Wicker und er fahren jetzt schon 1 und 2, ja? Wow. Ja, und vorne fahren die 4, 5. Das nach 2 Runden. Also jetzt sind wir Genau. nochmal 4 Zehntel schneller. Jetzt geht's noch mal los. Ja, dann holen wir jetzt auf. Dann fahren wir jetzt 70 Minuten so und dann melde ich mich gleich wieder. Also wir haben jetzt noch 8 Stunden zu gehen und wir sind jetzt ungefähr gleich auf. 2 Sekunden fehlen uns vielleicht oder eine oder gleich auf. Irgendwie sowas. Was machen wir denn jetzt, Niklas? Schneller fahren. Die Überlegung gerade, wir schwimmen mit, haben das Risiko gehen und sagen, wir kommen nochmal in die Box, um eventuell ein besseres zu kriegen. Kann aber auch sein, wir sind ja nochmal 2, 3, 4 Zehntel langsamer. Aber das ist das Risiko, wenn wir also jetzt wechseln. Wir haben schon einen Joker weg. Wenn wir jetzt wechseln, kann es sein, dass wir natürlich ein schnelleres kriegen, weil wir jetzt gerade gleich schnell sind. Holen nichts auf, verlieren aber auch nichts. Aber wir wollen natürlich lieber aufholen. Aber wenn wir jetzt wechseln, kann es natürlich auch sein, dass wir ein schwächeres bekommen und dann wieder verlieren. Das überlegen wir jetzt gerade. Auf der anderen Seite muss Christian natürlich auch seine Fahrzeit ein bisschen voll kriegen. Was ist die Mindestfahrzeit pro Fahrer? Ich glaube 3,5 Stunden. Schauen wir jetzt mal. What do you think? Should we keep it right now? We keep it like this. Okay, also wir haben jetzt nochmal wir wechseln halt immer, ne? Wer von uns, von Matrax und uns, wer vorne fährt. Einfach um zu schauen, in welcher Konstellation fahren wir die besseren Rundenzeiten. Jetzt ist quasi Matrax wieder vorne und wir fahren im Windschatten und wenn wir jetzt gleich die Karts wechseln, kann es dann andersrum ist. Das schauen wir dann immer ein paar Runden. Zwischendurch gibt es hier auch nochmal lecker Fresschen. Was ist das Leckeres? Pommes Spezial. Pommes Spezial. Zwiebeln, 3 Kilo Zwiebeln. Pommes mit Zwiebeln. Ja, lecker. Da schlafe ich also heute auf der Couch, ja? Hättest du so oder so gemacht? Hätte ich so oder so gemacht. Na gut, also, wir bleiben dran und dann gucken wir gleich mal, wie es weitergeht hier. So ein neuer Regen-Overall von Olli. Den kann man auch so bedrucken lassen. Und das ist aber, man sieht das nicht, das ist halt so ein, ja, wie ein Regen-Overall halt. Normalerweise ist der immer transparent, aber den kann man halt so bedrucken lassen wie seine eigentlichen Overalls. Ja, das ist ganz cool, das ist so eine neue Entwicklung. Der hat so einen Stoff in der Mitte, auch so ein Layer. Aber von außen ist das halt, wie sagt man das denn? Waterproof. Water resistant. Water resistant, ja. Wie Teflon. Ist aber nur halb so schwer. Ja. Das ist auch richtig leicht. Ja, das ist cool. Normalerweise sieht man immer nur diese durchsichtigen Plastiktüten, die alle haben, ne? Ich melde mich jetzt zurück. Ein paar Stunden ist nichts passiert. Wir haben jetzt noch 5 Rennstunden zu gehen. Und es ist so, dass die Top 6 innerhalb von 10 Sekunden sind. Das liegt einfach an diesem Windschatten, ja, dass das so viel ausmacht. Es bilden sich immer Zweiergruppen. Wir fahren mit Matrax, Eiritz fährt mit Asphalt Knights und MRK Lions fährt mit PLV. Und dementsprechend sind wir immer ungefähr gleich schnell. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Glück gehabt. Wir haben ein Kart weggetauscht, das wir vielleicht gar nicht hätten wegtauschen müssen. Und haben dafür aber ein besseres bekommen. Das war jetzt echt Glück, muss man sagen. Aber gut, so ist es mal. Ich nehme mich jetzt mal mit hier in die Box. Mache ich ja immer, damit ihr mal seht, wie das ist. Hier ist es hier anders als bei den TB-Rennen, denn bei jeder Boxeneinfahrt bekommst du ein neues Kart. Du hast 3 Spuren, du fährst über eine Zeitschleife und dann ist ein Auto ein Zufallsgenerator, der sagt dir, welche der 3 Boxen du musst. Und pro Box stehen halt 3 Karts. Wir gehen jetzt mal in die Box, hier geht der Fahrer rein, hier kommt der Fahrer raus. So. Ja, jetzt mal hier. Hier sind die Zusatzgewichte, hier kommt dann rein. So, und hier stehen die ganzen Karts, ja. Ja, und hier ist jetzt, wir haben jetzt unsere Box, unsere Zelt verlagert nach hier. Hier ist auch noch ein Teamchef. Ja, und so sieht es aus. Ich schalte jetzt wieder ab und dann bleiben wir weiter am Ball und ich melde mich. Also es sieht gut aus, aber ja, 10 Sekunden Top 6, das ist absoluter Wahnsinn. Kurzer Zwischenstand, wir haben jetzt
2 Stunden 40 noch zu gehen und wir sind so 5 Sekunden auf P1 mit Abstand. Also ja, es ist irre eng und ich habe keine Ahnung, wie weit wir jetzt noch, dann auf, wie wir forschen auf 3 und 4 und 5 und 6 haben, aber es ist alles innerhalb von 10 Sekunden, würde ich sagen. Ich merke auch selber jetzt hier, dass mir das auch echt anstrengend ist. Also, ich will nicht sagen anstrengender als fahren, aber du bist ja mit der Birne die ganze Zeit dabei mit Rechnen und gucken, dann das mit 2 Teams zu machen, das ist wirklich hart. Und ich stehe jetzt erstmal hier auf so einer Stange hier. Da stehe ich jetzt gerade, um einfach mal über die Strecke zu schauen. Ich weiß ja gar nicht, wo es lang geht hier. Ja? Und jetzt kann ich gerade mal schauen, jetzt kann ich euch mal zeigen, wie das hier aussieht. Das sieht wirklich ganz cool aus. Und ja, wenn man das so mit dem Sonnenuntergang sieht, ist halt auch schon geil. Da würde ich auch gerne ein bisschen ballern. Unsere Jungs stehen da. Christian, Jos und Vika. Ja, einfach fleißig gerechnet. Also, wir bleiben weiter dran. Und dann sehen wir, was bei rauskommt. Alles ist möglich. Jetzt so lange wie möglich mit dem Kart fahren. Und dann Christian die letzte halbe Stunde fahren lassen. Warte mal. Hey. We are driving now the fastest lap time. Yeah. So if we drive it as long as we can, then Christian and Ruben are driving the last stint. Und Eiritz ist alleine, die haben keinen Slipstream mehr. They messed it up. No, they messed it up because he's losing time for us. Do you want to keep them as long as... Yeah, because now we are gaining. We are now driving the fastest times of the race, you know? Both of them finish the race. At least 35 minutes, so exactly. We'll do the minimum. Exactly. Du bist dann als nächstes und dann fährt Christian Schluss. Lass uns das jetzt mal bitte einmal klar machen. I drive the next, then Vika drives the next, and then Christian, no? What you say? Yeah. For me, it's the best option. We are so fast, we must drive this car so long that we can. Ja, wir müssen das lang fahren jetzt. Vor allem, was macht Eiritz jetzt? Ja, wir müssen eigentlich gucken, dass wir müssen das so eigentlich ein bisschen sehen, dass wir nachher nicht in Kampf kommen mit die. Was fährt Eiritz jetzt? Ja, die sind drin. Der geht jetzt raus hier. Wo ist Asphalt Nights denn? Ja. 30 Sekunden sind die auseinander, okay. Das kommt nicht mehr. Dann sind die alleine. Eiritz jetzt alleine, die sind getrennt. Also alles Stopps sind jetzt durch, es ist eine halbe Stunde zu gehen. Und wie ihr seht, wir sind auf P2 mit ein paar Zehntel Rückstand auf Matrax. Eiritz hat sich die letzte Stunde, anderthalb ein bisschen verzockt und haben jetzt eine 15 Sekunden Rückstand. Wir haben jetzt mit Matrax abgesprochen, dass wir jetzt erstmal so racen, um P1 und P2 zu securen. Ja, und in den letzten 10 Minuten haben wir gesagt, lassen wir die Jungs untereinander ausmachen auf der Strecke. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ganz fair ausgehen wird. Jetzt, meine Stimme neigt sich langsam am Ende, weil wir so viel sprechen, so viel abstimmen. Es ist so laut hier. Und ja, ich habe das auch noch nicht so erlebt, dass es so eng wird. Und ja, nochmal, am Ende werden die Jungs das untereinander ausmachen und dann werden wir sehen, wer gewinnt. Aber es ist jetzt schon ein Sieg für beide Teams, würde ich sagen. Wenn wir jetzt weiter werden, ohne diese Teamwork mit beiden Teams wäre das nie möglich gewesen. Und deswegen ist es schon eine ganz, ganz große Leistung. Also bis gleich. KMRS by Scott 8th, PK 16 9th, and then KMRS Racing 10th. Hallo. Ich filme das jetzt mal hier, weil ich da unten nämlich nicht mehr aushalte. Die Spannung ist so groß. Alle sind richtig verkrampft. Es sind jetzt auch, glaube ich, nur noch 7 Minuten zu fahren. Oder 5. Und das halte ich nicht aus. Dann ist es auch ganz aufgeregt. Der läuft die ganze Zeit rum wie aufgezogen. Deswegen bin ich jetzt halt der Kamera weggegangen und versucht ein bisschen was aufzunehmen. KF Racing ist jetzt auf dem ersten Platz. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn Dennis ganz angespannt ist. Second between leaders, but now Christian Duan in PF Racing is leading. Will PF Racing take third win in a row? They won a year ago, they won 2 years ago, and they are leading 4 minutes before the end of the 12-hour race. Alle sind am Limit. The tension, you can tell the tension is when you can feel in the air. Can Ruben auf dem ersten fight Platz. back? Es sind noch zu fahren 3,5 Minuten.
Can he fight? Zeig's nochmal. Can he fight back? He's coming down to the turn Now he's diving inside turn 16. side by side. It happened. Here we go then, this is it, this is the penultimate lap. This is absolute cinema. Down through the turn 15 area. No, this is On all this lap and still 16 seconds to go. That means we are now into the final lap of this race. Matrax Racing in front and 7/10 of a second. That's the biggest margin we have had during 12 hours of racing. The whole day racing, they raced together. They were bumper to bumper for 12 hours for 474 laps. And now Matrax Racing is leading with Ruben Fonseca. Matrax Racing! Dennis Holler is the manager of PF Racing who have just come. I'm sorry, they have one second short of the field, and yet they're hugging. The two teams behind us, the drivers, the parents, the families. Komm her. Junge, und alles gut. Watch, Junge. Alles gut. Und rein. Leaders, the very, very close fight during those 12 hours. Asphalt lights on the podium. João Brides, Hugo Carvalho, and in the 2025 RPF Racing, Christian Duven, Vikas Schultz, and Niklas Kruger. Best team this year, but you can be pretty sure they will be back. Hours on the track, and now it's time. Why such a silence? Let's make one. Ja, wir haben es mittlerweile Samstagmittag. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar coole Einblicke in das Finale von dem eigentlichen Rennen geben. Ja, mit P2 sind wir jetzt auch einen guten Tag später wirklich happy. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Es war ein sensationelles Rennen mit unseren Freunden von Matrax. Die haben es am Ende verdient, wir auch natürlich, aber wir haben uns natürlich dieses Ergebnis gemeinsam erarbeitet über diese 12 Stunden und dementsprechend klar, wenn du so lange um den Sieg kämpfst und es am Ende so knapp wird, dann willst du das Ding auch gewinnen und bist natürlich am Ende auch enttäuscht. Ich glaube, wir alle hatten da so einen Moment dran, dann zu knacken. Also wir waren happy, sind es auch immer noch, aber ja, es ist dann auch schwer dann zu sagen, okay, wir freuen uns über den zweiten Platz und dementsprechend, ja, ist es wie es ist. Und jetzt sind wir gemeinsam heute, machen so einen kleinen Teamtag, sind wir nach Malaga in die Stadt gefahren. Wir haben gemeinsam Abend gegessen und ja, für euch natürlich, das Video ist noch nicht vorbei, denn für uns gibt es heute Abend noch so eine Art Gala-Dinner und Siegerehrung in einem etwas förmlicheren Rahmen. Und ja, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten, das Video zu verfolgen, es ist jetzt noch nicht vorbei, es ist nicht die Abmoderation, sondern ich nehme euch auf jeden Fall nachher noch mit auf dieses Gala-Dinner, damit ihr mal dann die Siegerehrung seht und wie das Ganze da abläuft. Das ist auch immer ein bisschen was Besonderes und das machen die von Soli dann auch wirklich sehr schick. Wir hatten halt ein gemeinsames Team, Mittagessen, haben alles nochmal besprochen, wie es war, haben ein bisschen gelacht und dummes Zeug erzählt, wie das dann so ist. Und jetzt laufen wir hier noch gemeinsam ein bisschen durch die Stadt und dann geht es dann heute Abend zum Gala-Dinner. So, jetzt sind wir alle ready. Wir warten jetzt aufs Taxi, dass es gleich losgeht zur Siegerzeremonie. Alle haben sich so ein bisschen
fein rausgeputzt, so mit Hemdchen. Bei so Gala-Dinners von Soli war es immer so, dass man sich richtig anziehen musste mit Anzug und so, aber hier, glaube ich, sehen die jetzt ein bisschen lockerer. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie die anderen aussehen. Laura sieht ganz toll aus. Anjo auch im schönen Hemd. Niklas hier auch im Hemdchen. Mal hier, die beiden Jungs, zack, Sonnenbrille auf, sicher. So, jetzt sind wir im Taxi. Das ist Niklas vor dem ersten Drink. Mal sehen, wie er am zweiten aussieht. So sieht Christian aus vor dem ersten Getränk. Und so sieht Martin aus vor dem ersten Getränk. Guck mal, ne? Guck mal, wie schön das da aussieht. Ich bin jetzt der Einzige, der hier so rund läuft. Erste Getränk. Thank you. Dann ist der kleinste mal vor. Was ist das? Fanta. Heute 10 Bierchen. Heute so hoch Zucker gehabt. Bitte. Prost. 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 Auf gutes Gelingen. Das ist ein schönes Video. Ladies and gentlemen, your winners. They won by 0.3 of a second. It's Matrax Racing! Say Ladies and gentlemen, an endurance race that we will never forget. And these were 3 of the 50 teams that made it so memorable. Please, once again, Asphalt Lights, PF Racing, Matrax Racing. So, das waren jetzt ein paar Eindrücke von der Siegerehrung gestern. Ganz cooler Abend. Ich habe jetzt nicht so viel gefilmt, aber ich denke, das, was jetzt hier drin ist, sollte erstmal für den Anfang reichen. Wir sind also jetzt alle zusammen am Flughafen und ich habe vor, dass jetzt nochmal von jedem so ein kleines Abschlussfazit zum Wochenende kommt. Und wir fangen an mit unserem überragenden Niklas. Erzähl mal, wie war das Wochenende? Wie war es aus deiner Sicht so vom Rennen und die Zeit mit dem Team und so allgemein einfach? Ja, die Zeit war natürlich mega wie immer. Hat Spaß gemacht, so mit dem ganzen Team hier ein paar Tage zu verbringen. Und ja, letztendlich unsere Strategie war, glaube ich, mega gut, überragend. Wir haben uns schon einen Tag davor mit Matrax zusammengetan und haben aber gewusst, wenn unsere Strategie aufgeht, dass letztendlich nur einer gewinnen kann. Und so war es dann letztendlich für uns am Ende auch. Haben wir mit 13 Rückstand verloren. Wir wissen aber, dass wir ohne die Hilfe von denen und ohne die Hilfe von uns nicht dahin gekommen wären. Deswegen, ja, wir hätten natürlich gern gewonnen, aber wie gesagt, man muss es akzeptieren. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da hätte ich gern gewonnen. Aber ja, war gut. Ich denke, das war, ja, wie soll ich sagen, nicht abzusehen, aber ich denke, das war Minimalziel vor dem Rennen, zu sagen, wir pushen uns gegenseitig nach vorne auf 1 und 2 und am Ende kommt das raus, was dabei rauskommt. War schon gut, dass es geklappt hat. Genau. Weil andere haben das auch gemacht. Ja. Ja, zum Rest der Saison, jetzt stehen noch mal ein paar coole Rennen an. Wir haben heute Mittag irgendwie gesagt, 4 24er vor der Brust haben, so. In 5 Wochen. In 5 Wochen, genau. Und ja, was ist da Minimalziel? Ja, Christian hat gestern gesagt, wir wollen jetzt nur noch gewinnen. Also nur noch gewinnen. Ja. Ist das eigentlich das Ziel, aber ja, mal schauen, was wir so schaffen. Genau, so werden wir das machen. Also dafür gibt es natürlich auch immer Videos hier auf diesem fantastischen Kanal. Und danke Niklas, und jetzt gleich schnappe ich mir dann einer von den beiden Jungs noch. So, jetzt ist Vika am Start. Also Vika, wie war das Wochenende mit den Jungs? Hat dir das Bock gemacht? Wie war die Zeit? Wir sind ja jetzt schon seit Mittwochabend zusammen, wir haben jetzt Sonntag. Und wie war das und wie war das Rennen? Ja, das Rennen war sehr schade natürlich, dass wir Zweite waren am 13. Aber okay, das ist so. Wir haben zusammengefahren mit der Nummer 1 und da war viel Spaß. Wir haben alles gestreitet und haben das Beste gemacht.
Und natürlich mit all die Jungs, ich finde das immer schön, mit Christian und mit Dennis und mit Niklas. Ich habe immer Spaß mit denen und ich hoffe, dass wir das viel mehr kann machen. Okay, jetzt haben wir 4 24-Stunden-Rennen in, was hat Niklas gesagt, 5 Wochen? Ja. Wie viele davon gewinnen wir? Ja, 4 natürlich, ja. Wir gehen für alle 4. So machen wir das. So, jetzt haben wir den letzten des Teams am Start, der auch den Schluss gefahren ist, die arme Socke. Christian, ich hatte die Jungs gerade schon gefragt, so, wie das Wochenende war. Also wir sind ja jetzt schon seit Mittwoch hier, einfach mal so. Und ja, wie das Rennen so aus deiner Sicht lief. Es war eigentlich alles richtig gut. Ich glaube, das Wochenende war richtig schön mit euch allen. Ja, das Rennen war eigentlich auch perfekt. Ich glaube, wir haben das perfekt gemacht. Sind 12 Stunden lang hinter die Portugiesen angefahren. Aber gut, am Ende willst du das Ding dann auch nach Hause fahren. Ja. Hat aber leider nicht geklappt. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, das ist halt so verrückt, dass das wirklich 12 Stunden lang und das Quali, dass das geklappt hat, ja? Nein, das war eigentlich, wir hatten glaube ich nicht gedacht vorher, dass das so gut klappen ging. Aber das ist echt perfekt gelaufen. Ja, aber, ja. Und dann haben wir gesagt, hey, ich glaube, ich war mit die letzten 10 Minuten am Funk. Ja. Dann haben wir, ich glaube, 7 Minuten vor Schluss habe ich gesagt, oder 9 Minuten vor Schluss, okay, jetzt kannst du, wenn das passt, kannst du es überholen. Aber ich habe auch schon gesagt, wir mussten uns dann entscheiden zu überholen und wenn du 12 Stunden zusammen fährst und dann hast du auch Respekt, dann kannst du nicht jetzt einfach einen Scheiß-Move machen, die wegschieben und dann drehen die sich noch. Dann bist du natürlich noch vorsichtiger und willst erst recht nicht unfair sein, dass irgendeine Scheiße passiert. Ne? Genau. Das ist halt richtig schwierig. Ja? Dann willst du am besten vorbeifahren, ohne berühren, ohne alles. Am besten hast du ein Kart, das viel besser läuft und dann bist du weg. Ja. Aber ich hatte schon aus den Box gesehen, das wird nicht passieren. Ja. Das geht bis die letzte Minute. Ja. Jetzt haben wir im September 4 24-Stunden-Rennen. Ich habe die Jungs auch gefragt, wie viele werden wir davon gewinnen? Alles. Ich habe gesagt zu Niklas, wir verlieren nie wieder. Nie wieder? Ja, Boys? Okay, das ist ein Wort. So sieht's aus. Nie wieder verlieren wir. Okay. Also wir hauen alles weg. Wir werden das sehen. Ich bin davon auch überzeugt und dann wird das schon klappen. Ja. Okay. Ich glaube, mehr haben wir gar nicht zu bringen. Das ist eine Der Martin wollte noch ein paar Wörter sagen. Martin, was hast du denn noch zu sagen? Worauf? Ja, einfach so, als abschließenden Satz. Ja, schönes Wochenende. Gutes Rennen. Gute Party? Party, alles. Okay. Nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr wieder. Okay, und Hanjo, hast du noch was zu sagen? Es war ein sehr schönes Wochenende, wunderschön. Ich würde sagen, wir beenden jetzt das Wochenende. Das Woche zum Sonntag. So machen wir das. Bis zum nächsten Jahr. Geil! Das war ein super tolles Wochenende. Junge, das war richtig schön mit euch. Ich habe mich gut amüsiert und das Resultat war Zweiter, okay, aber nächstes Jahr werden wir wieder Erster. Das ist ein guter Abschluss für das Video, würde ich sagen. Also, bis zum nächsten Mal.